Du hilfst einem Menschen und bekommst von Leuten, die dir dann schreiben und drohen, die dir dann sagen so, die dir dann sagen, ey, wir veröffentlichen Sachen. Das ist der Dank, oder was? Leute, ich muss euch ein paar Sachen erzählen. Peter ist jetzt seit 2 Tagen verschwunden. Er ist nicht in der Wohnung und in der Stadt nirgendwo. Wir haben den überall gesucht. Jetzt gestern waren wir 2 Stunden mit dem Auto rumfahren und haben den nirgendwo gefunden. Ich möchte euch einfach mal erzählen, was davor passiert ist. Ihr habt ja das letzte Video vom Auszug von Peter aus dem Hotel gesehen in seine neue Wohnung. Der Vermieter hat netterweise die Wohnung drüber bereitgestellt, bis seine Wohnung, seine 2-Zimmer-Wohnung unten fertiggestellt wurde. Und ja, er durfte oben leben, obwohl die Wohnung eigentlich schon verkauft war. Da fing es halt schon an, weil Peter gesagt hat, er möchte nicht aus dem Hotel ausziehen, er möchte gerne in dem Hotel bleiben, weil ja, Damen in der Rezeption, weil er sich mit denen gut unterhalten konnte, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Aber wir keine andere Wahl hatten. Wir haben eine Wohnung für ihn gefunden, obwohl Peter keinen Ausweis hatte. Aber dazu später mehr, warum er keinen Ausweis bekommen wollte. Und ja, wir haben diese Wohnung bekommen, weil der Ahmed den Vermieter zufällig gekannt hat. Wir waren ja bei der Besichtigung da und da war die Frau vom Vermieter da und der Ahmed dann meinte, hey, ich kenne dich irgendwoher. Und dann wurde es klar, dass ja, die sich kennen und der Ahmed sozusagen gebürgt hat mit seinem Namen für diese Wohnung und wir sonst keine Wohnung bekommen hätten, ohne Ausweis und ohne Verdienst, ohne nichts. Und ja, wir hatten diese Wohnung und dann kam Corona. Ich wollte mich jetzt auch nicht unnötig mit Leuten treffen, weil ich nicht wusste, wie sehr man sich mit Leuten treffen darf. An dem Tag, als wir die Wohnung bezogen haben, sind wir noch in den Real einkaufen gegangen. Und da hatte Peter ja schon kein Handy mehr, weil er meinte, irgendwie sein Handy wurde gesperrt. Und da haben wir ein neues Handy für ihn gekauft mit einer neuen Karte auf meinen Ausweis bzw. auf meinen Namen und ich die ihm freigeschaltet habe, damit wir Kontakt haben können. Auf jeden Fall haben wir ihn dann in die Wohnung gebracht und gesagt, hey, wenn irgendwas ist, ruf uns an, du hast die Nummer. Und ja, dann war so 2 Wochen ungefähr Funkstille. Ich habe ja auch noch eine Familie zu Hause und ich war mir sicher, er hat eine Wohnung und ich habe ihm da auch nochmal 1.000 Euro in bar gegeben. Er hat Geld und falls irgendwas ist, ruft er bei mir an. Auf jeden Fall hat mich nach 2 Wochen der Vermieter angerufen und hat gesagt, das Bad unten ist nun fertig. Ja, die haben das Bad fertiggestellt. Ihr könnt jetzt von oben nach unten ziehen, dann kann er nämlich die Wohnung oben leer räumen, weil sie ja verkauft ist. Und dann bin ich zu Peter gefahren und habe gesagt, ja Peter, wir können jetzt die Wohnung wechseln. Und er, nein, wir werden auf keinen Fall die Wohnung wechseln. Wir werden jetzt nicht von da oben nach unten ziehen, weil unten der Türrahmen kaputt ist von der Eingangstür. Ich habe mir den Türrahmen angeschaut und habe gesagt, okay, verstehe ich 100%, würde ich jetzt auch nicht machen, bis die Tür gewechselt ist. Und dann haben wir den Vermieter angerufen, haben gesagt, hey, die Tür muss gewechselt werden. Er meinte, er macht eine neue Zarge rein. Zarge, keine Ahnung, was es ist. Und dann haben wir gesagt, er bleibt jetzt so lange in der Wohnung, bis die Zarge geklärt ist. Und ja, dann hat Peter trotzdem angefangen, ja, ich will lieber ins Hotel, bringt mich bitte ins Hotel. Und ich meinte, ja, wir können nicht im Hotel die ganze Zeit, das geht nicht, du brauchst so eine Wohnung, eine eigene Wohnung. Und ja, dann hat er halt gesagt, dass er vor 3 Jahren schon mal in dieser Wohnung war und die Wohnung angeschaut hat und irgendwie irgendwas faul ist an dieser Wohnung. Aber Leute, dazu erzähle ich euch später mehr. Also es ist wirklich krass, ja. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, okay, lass uns doch mal eine Grillparty bei dir machen auf dem Balkon. Und er meinte, ja, das können wir gerne machen, sobald die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind. Und dann sind wir noch eine Runde mit dem Tesla gefahren. Und dann habe ich ihn wieder nach Hause gebracht, habe gesagt, ey, wenn was ist, ruf mich bitte an. Und habe ihm da sogar nochmal Geld gegeben. Okay, Leute, dann bin ich nach Hause gefahren. Ungefähr 4, 5 Tage später bekomme ich eine Nachricht von irgendeinem Fake-Account, wo drin geschrieben ist, hey, wir haben den lieben Peter heute in Feudenheim gesehen und wir sind sehr, sehr enttäuscht, was er uns erzählt hat. Er ist mit den Jungs durch die Wohnung gelaufen
und hat denen irgendwelche Sachen gezeigt, dass die Tür eingebrochen wurde, dass hier ein Messer geklaut wurde, dass da eingebrochen wurde und ja, dass ich ihn ausgenutzt hätte für das Ganze. Das war nicht Inhalt der Videos, das hat er den Jungs anscheinend so erzählt, aber in den Videos war drin, die wollen mich in eine Bruchbude bringen, hier ist alles kaputt und so weiter. Auf jeden Fall haben die Jungs mir sogar gedroht, dass sie die Sachen online stellen, wenn ich denen kein Geld gebe. Das heißt, die haben mich bedroht, dass sie irgendwas online stellen, wenn ich denen nicht zahle. Auf jeden Fall, Leute, bin ich nach dieser Aussage direkt zu Peter gefahren, mit Ahmed zusammen, das war irgendwie abends noch. Und dann habe ich gesagt, hey Peter, warum erzählst du irgendwelchen Leuten, ich hätte dich ausgenutzt, Peter? Und er hat mir einfach eine Stunde lang, wir haben eine Stunde lang mit ihm reden wollen, eine Stunde lang keine Antwort gegeben. Er meinte immer nur, er kam immer nur wieder auf das Thema, ich möchte nicht in diese Wohnung, ich war schon mal in dieser Wohnung und da ist irgendwas faul. Und ich habe zu Peter gesagt, Peter, wir finden eine Einigung, aber ich finde so schnell keine Wohnung für dich, wenn du keinen Ausweis hast, wenn du keinen Verdienst hast. Nicht jede Wohnung akzeptiert ein Jahr Mietvorauszahlung. Es ist nicht so leicht. Ja, dann bringt mich wieder ins Hotel. Und dann habe ich gesagt, ins Hotel können wir dich auch nicht bringen. Wir haben jetzt einen Monat eine Kulanz bekommen, dass wir ein bisschen weniger zahlen, aber wir können auch nicht immer im Hotel schlafen. Du brauchst doch auch eine Wohnung. Auf jeden Fall haben wir hin und her diskutiert und er hat mir einfach keine Antwort darauf gegeben, dass er irgendwann mal gesagt hat, okay, wir können das Ganze ins Positive bringen, also diese Story von den Jungs, ins Positive bringen, wenn ich ihm eine neue Wohnung besorge. Leute, ich falle vom Glauben ab, aber wartet, ich erzähle euch noch viel mehr. Und ich falle vom Glauben ab, dass er sowas über mich erzählt, Leute. Ich habe mir mit diesen Videos, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen und das ist der Dank dafür im Ende. Das ist der Dank, dass mir irgendwelche Leute schreiben, du hast Peter ausgenutzt, wir werden das veröffentlichen und so Sachen. Also bitte wartet noch kurz, okay? Also, er hat mir keine Antwort darauf gegeben und ich habe ihm angeboten, habe gesagt, okay Peter, wir werden diese Wohnung kündigen, wenn es überhaupt geht, ja, wir werden den Vermieter anrufen, dass er uns diese Miete zurückzahlt. Ich habe sogar noch 6.000 Euro auf dem Spendenkonto von dir, weil wir insgesamt irgendwie 17.000 Euro oder so ausgegeben haben. Das habe ich alles dokumentiert, das ist alles hier. Jeder einzelne Cent ist hier, oh mein Gott, warum sieht man das nicht? Jeder einzelne Cent ist dokumentiert, der rausgegangen ist. Ich habe alles, was in diesen Moneypool gekommen ist, ja, wird nur an Peter ausgeschüttet, ja. Und wie gesagt, ich habe diese 8.400 Euro, diese Mietvorauszahlung und 5.900 irgendwas zerquetschte noch auf dem Konto. Und ich habe gesagt, ich gebe dir dieses ganze Geld und du kannst gerne dir eine Wohnung suchen oder du kannst machen mit dem Geld, was du möchtest. Aber ich habe dir schon eine Wohnung besorgt und ich habe schon alles getan, was soll ich denn noch tun? Und er hat mir einfach die ganze Zeit keine Antwort darauf gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schlafen jetzt eine Nacht drüber und dann treffen wir uns morgen und morgen würde ich gerne wissen, was du genau möchtest. Am nächsten Tag bin ich hingefahren, waren die Rollladen unten. Dann habe ich gedacht, okay, ich klopfe mal an den Rollladen, weil die Klingel geht nicht. Aber hat keiner aufgemacht und ich habe ungefähr 10, 15 Minuten dort gewartet und dann bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Tag, also gestern, sind wir wieder hingefahren mit Ahmed zusammen und wieder waren die Rollladen unten und wir haben eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ihn auf der Straße gesehen hat und die mir geschrieben hat, hey Bartmann, wenn das alles stimmt, was Peter sagt, bin ich mega enttäuscht. Ja, wir haben direkt gefragt nach ihrer Nummer, haben bei ihr angerufen und die meinte, der Peter hätte sie auf der Straße angehalten, so, stopp, und hätte gesagt, nee, sie hat irgendwie gesagt, so, hey Peter, was geht, ich kenne dich von Bartmann, stopp, mir geht's scheiße, Bartmann hat mich ausgenutzt und ich lebe wieder auf der Straße. Er war anscheinend mit seinem Fahrrad unterwegs und mit den ganzen Tüten, ja, mit seinem Hab und Gut und hat gesagt, er lebt wieder auf der Straße. Die Frau war zutiefst geschockt darüber und hat mir halt diese Nachricht geschrieben und ich bin selber zutiefst geschockt darüber und ich sage euch auch gleich wieso. Also liebe Leute, ich habe diese Videos mit Peter gemacht. Einige Leute, sehr viele Leute haben mir geschrieben, ey, kann es sein, dass mit Peter irgendetwas nicht stimmt? Ich habe viel mit ihm Zeit verbracht. Ich habe täglich mit ihm verbracht, von morgens bis abends. Und ja Leute, auf jeden Fall habe ich versucht, mit diesen Videos seine Persönlichkeit etwas zu schützen. Ich habe vieles auch nicht
reingeschnitten in die Videos, die verwirrend für euch sein könnten, weil er mir sehr, sehr viele Stories erzählt hat. Ihr habt es vielleicht am Anfang des Videos gesehen mit NATO, CIAs, FBI und so weiter. Und diese Stories, die hat er mir tagtäglich erzählt. Und ich wusste, dass er ja, ein psychisches Problem hat. Und, aber ich wollte, dass er seine Vergangenheit vergisst und ich wollte nicht, dass in den Kommentaren die Leute schreiben, boah, was ist das für ein Psychopath, was ist mit dem los und so weiter, was labert der da für einen Müll, weil er die Kommentare auch gelesen hat, aber ich wusste es und er hat mir auch viele, viele Sachen erzählt. Er hat meinen Sohn gerettet vor 7 Jahren. Er hat vor 7 Jahren meinem Sohn das Leben gerettet, weil er einen Vergiftungsanfall, weil jemand den vergiften wollte. Und ich habe ihm halt gesagt, mein Sohn ist 1 Jahr alt und das wollte er mir nicht glauben. Dann hat er gesagt, dass er mich schon seit der Kindheit kennt. Seitdem ich 14 bin, bin ich mit meinem Vater zu denen auf die Base und er hat mir ein Eis gekauft und ich habe geweint, als ich das Eis bekommen habe, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie ein Eis gegessen. Und er so enttäuscht war von meinem Vater, warum mein Vater mir noch nie ein Eis gekauft hat. Das sind nur kleine Stories. Und er hat gesagt, dass ich Virginia schon 3-mal heiraten wollte und er war ja schon 3-mal bei mir. Also Leute, das ist einfach viel zu krass, weil die Zeit war schon sehr lang und die Stories waren schon sehr skurril. Und er hat halt gesagt, dass er schon 3-mal hier war und er mich schon seit der Kindheit kennt und dass ich schon Virginia schon 3-mal heiraten wollte und jetzt er dieses Mal aber hier bleibt, dass ich sie endlich heiraten kann, weil er wieder gegangen ist, ich sie nicht geheiratet habe. Und es gibt krasse Stories. Er hat zu mir gesagt, dass er 8 Jahre auf der Straße gelebt hat. Leute, ich sag's euch, das ist einfach so viel Information in meinem Kopf. Und ich möchte euch nur erzählen, warum ich es wirklich scheiße finde, dass er weg ist, weil er eigentlich Hilfe braucht. Und ich hab viele Nachrichten von euch bekommen, aber ich habe auch, das kommt alles noch, Leute, das ist alles, ich mache gerade Freestyle, also es ist sehr, sehr viel in meinem Kopf. Ich habe viele Nachrichten bekommen, auch von jemandem, der bei der Kriminalpolizei arbeitet, der gesagt hat, hey, du müsstest mit dem einen Check machen. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte mit ihm einen Check machen, aber wie? Wie soll ich ihn dazu bringen, dass er zum Arzt geht? Er meinte, ja, du musst mit ihm über die positiven Teile reden. Aber Leute, wie ihr wisst, Peter ist sehr, sehr intelligent, sehr, sehr klar im Kopf. Aber ich weiß nicht, wie man diese Krankheit nennt. Ja, ob das jetzt Psychose oder ich weiß es einfach nicht. Aber das hat ihn im Griff. Okay? Und ihr werdet gleich auch noch wissen, wieso. Er war in diesem Hotel und er hat mir schon erzählt so Sachen wie, wenn er den Fernseher angemacht hat, hat über ihm jemand, damit er den Fernseher ausmacht, mit dem Stuhl die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts gerückt, 10, 15 Minuten lang. Und wenn er den Fernseher ausgemacht hat, war es weg. Also so Sachen, wo ich gesagt habe, okay. Und ich habe anfangs immer gesagt so, nee, komm, das ist nicht so, ist nicht so. Und dann hat er sehr zickig reagiert und halt, ja, so wie, bist du dumm? So in der Art, natürlich ist das so. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwas komisch, aber ich möchte ihn nicht widersprechen, damit er nicht verwirrt ist. Ich habe keine psychologische Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, dass man jemanden, der in seiner Welt so Stories aufbaut, nicht stören darf, beziehungsweise nicht sagen darf, das ist nicht so. Dann meinte er mir, dass im Hotel Leute nachts an seiner Tür rütteln und versuchen einzubrechen. Und deswegen hat er auch ja sein Fahrrad an die Heizung geschlossen. Dann hat mich der Chef vom Hotel angerufen und hat gesagt, hey Aki, das geht gar nicht. Der Peter geht zu Gästen hin und sagt den Gästen, ey, trink den Kaffee nicht, der ist vergiftet. Der sagt den Gästen, die Zimmer werden mit Kamera überwacht, hier ist ein neues System, wir werden alle komplett überwacht. Und ich konnte den Peter darauf nicht ansprechen.
es ging einfach nicht. Also der Peter hat auch so eine Aura gehabt, dass man ihm nicht widersprechen wollte, nicht widersprechen konnte. Ich konnte nicht. Ich habe immer gesagt, ja und Amen. Der hat mir Sachen erzählt. Der hat gesagt, wir dürfen nicht mehr bei den türkischen Restaurants essen gehen, weil die uns vergiften. Und der Ahmed war mal bei ihm in einem Café, bei einem Freund in einem Café, und er meinte, der Ahmed hat mich mit Absicht dahin gebracht. Der Kaffee, der hat so sauer geschmeckt auf der Zunge. Die wollten mich vergiften. Und dann hat er gesagt, dass er irgendwie als Kind 101 Mal vergiftet wurde. Und Leute, es ist einfach so viel einfach, wo ich sage, scheiße, das ist einfach, ich finde es einfach so scheiße, dass er wieder auf der Straße ist. Ahmed hat den auch unabhängig von mir gefragt, hey Peter, komm, wir gehen mal zum Arzt, wir lassen uns einfach mal durchchecken. Einfach mal, um zu wissen, ja, ist alles in Ordnung. Und er meinte so, seid ihr bescheuert, denkt ihr, ich gehe zum Arzt, lasst ihr euch durchchecken. Die Ärzte stecken alle unter einer Decke, ja. Und dann habe ich gemeint, was meinst du denn, Peter? Und dann hat er mir so gemacht, Kri, du verstehst mich nicht, ja? So, und dann hat er immer gesagt, die haben dir wohl in Berlin, als du in Berlin gelebt hast, irgendeine elektronische Schelle übergezogen, dass du alles vergisst. Also so Sachen hat er mir erzählt, wo ich gedacht habe, es ist mir egal. Er ist kein aggressiver Mensch, ja? Er tut keinem weh. Er tut sich auch nicht selbst weh, weil ich ihn immer wieder gefragt habe, wie er seine Aggression verarbeitet. Und er meinte, er baut seine Aggression in Liebe um. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, was soll ich machen? Ich kann ihm nur ein gutes Leben bescheren und dass er nicht auf der Straße schläft, dass er genug Geld hat, um Essen, dass er uns hat, ja, dass wenn was ist, dass er uns anrufen kann. Mir hat eine Nachbarin von ihm geschrieben, hört zu jetzt, Leute. Mir hat eine Nachbarin von ihm geschrieben aus Trier. Er kam ja aus Trier. Ich habe hier alle WhatsApp-Nachrichten. Ich habe sie sogar gefragt, ob sie bereit wäre, mit mir zu reden. Hier. Sie hatte mir geschrieben, hey, hab deine Videos mit Peter gesehen. Peter war geschätzt ca. 5 Jahre ein Nachbar von mir. Er war von heute auf morgen einfach verschwunden. Alle dachten, es sei ihm was zugestoßen. Er hatte bis vor knapp 3 Wochen auch noch seine Wohnung hier, die jetzt geräumt worden ist, weil niemand was von ihm gehört hat. Liebe Grüße, Alex. Und dann habe ich geschrieben, hey Alex, sind ja krasse Nachrichten. Wo hatte er denn die Wohnung? Hatte mir die Straße genannt. Und dann habe ich geschrieben, wann ist er denn verschwunden? Weißt du das? Ganz grob geschätzt, ca. 1 bis 1,5 Jahre. Wenn du möchtest, kann ich das aber morgen genauer in Erfahrung bringen. Weißt du, was er vorher gearbeitet hatte? Habe ich gefragt. Er hatte hier nicht wirklich viele Freunde bzw. Kontakt zu den Nachbarn. Er hat auf das Umfeld hier immer einen sehr komischen Eindruck hinterlassen, ganz anders als in deinen Videos. Er hat ab und an was erzählt, dass er irgendwie bei der Polizei wäre. Er war immer mit seinem Fahrrad unterwegs, hatte von außen an seiner Haustür 3 bis 4 Schlösser. Und dann habe ich geschrieben, bitte erzähl mir alles, was du weißt. Das ist sehr wichtig für mich. Und dann hat sie geschrieben, er hatte an seinem Fenster einen Bewegungsmelder mit sehr grellem Licht, als hätte er Angst gehabt, jemand könnte unbemerkt in seine Wohnung. Hat sich relativ oft mit irgendwelchen Nachbarn gestritten und hat diese auch heftig beleidigt. Einmal hatte er eine Schlägerei mit einem Nachbar. Da habe ich damals direkt die Polizei gerufen, weil das auf eine Art Balkon direkt bei ihm vor der Haustür war und ich Angst hatte, dass da in den Gerangel jemand runterfällt. Hat er nie erwähnt, dass er in Trier gelebt hat und dass das irgendwie sein letzter Wohnsitz war. Ja, und dann habe ich halt gefragt, so, ja, wie seit 1 Jahr verschwunden. Er hatte zu mir gesagt, dass er seit 8 Jahren mit Unterbrechung auf der Straße lebt und er ist seit 1 Jahr aus einer Wohnung weg und ich kann sehr gerne unseren Vermieter fragen, die Wohnungen hier sind von der GBT, falls ihr das was sagt. GBT, habe ich gegoogelt, ist eine Sozialwohnung. Upsala. GBT habe ich gegoogelt, ist eine Sozialwohnung. Ja, das heißt, er hat von Hartz IV gelebt, nehme ich an, und ist seit 1 bis 1,5 Jahren aus dieser Wohnung verschwunden, die er damals verbarrikadiert hatte mit Schlössern und Überwachungskameras und ist auf die Straße nach Frankfurt und ist dann nach Mannheim zu uns. Er ist aus der Wohnung einfach abgehauen, die wurde jetzt auch geräumt. Das heißt, er hat anscheinend noch in Trier bestimmt irgendwelche Mietschulden oder von der Räumung und ist hier. Wir wollten einen Ausweis für ihn beantragen. Wir waren im Bürgeramt. Und da hatten wir keinen Termin bekommen. Und da meinte er vorne, weil sie meinte, ja, sie haben keinen Ausweis. Und was haben sie denn als Ausweismöglichkeiten? Er meinte dann irgendwie, ich hätte Zuspruch auf 5 Ausweise. Da hat die auf jeden Fall komisch geguckt.
5 Ausweise wartet, UNO, französischer Ausweis, irischer Ausweis, was er mir mal erzählt hatte. Und dann sind wir rausgegangen, dann hat er, ja, so wurde er irgendwie wild, er hat gesagt, ich brauche keinen Ausweis, ich bekomme meinen Ausweis von der UNO, wir müssen zu einem französischen Anwalt gehen, der besorgt mir diesen Ausweis. Und ich meinte, ja, ist alles okay, wir versuchen das jetzt erstmal ohne Ausweis und später brauchst du irgendwann mal aber einen Ausweis. Hast du denn irgendein Dokument, wo du dich ausweisen kannst, beziehungsweise wo du sagen kannst, okay, da und da habe ich gelebt? Und er meinte, ja, habe ich. Mein Lebenslauf. Er hat mir einfach, Leute, er hat mir einfach seinen Lebenslauf gegeben. Ja, er hat mir einfach seinen Lebenslauf gegeben, okay? Er hat mir einfach seinen Lebenslauf gegeben mit diesem Bild oben und ich habe in diesem Lebenslauf einfach gelesen, dass alles, was er gesagt hat, was er gemacht hat, zu 90% nicht gestimmt hat. Er hat gesagt, dass er Schreiner war, er hat gesagt, dass er das, hat alles gestimmt, aber sobald es um die UNO und die NATO ging, Menschenrecht und so weiter, das stand alles nicht drin. Das Krasseste ist einfach, dass da drin steht, dass er von 2009 bis 2016 in Trier private karitative Mitarbeit in der Obdachlosenszene und Hilfe im Haushalt von Behinderten. Das heißt, sein letzter Job war die Hilfe für Obdachlose und Hilfe für Behinderte und ist einfach selber dann obdachlos geworden. Das ist einfach so krass, Leute. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, wir haben so viele Jobangebote, möchtest du ins Arbeitsleben, damit du was zu tun hast den ganzen Tag? Und er meinte zu mir, er darf keinen Job annehmen, weil sonst der Anspruch von der UNO, dass er 500.000 Euro Rente bekommt im Monat, verfällt. Und er hat es wirklich immer so krass ernst und echt erzählt, dass ich gesagt habe, ey, wie kann man das eigentlich nicht glauben? Das musst du dem einfach glauben. Aber der hat es so detailreich erzählt, das da und da und da. Und ja, wenn ich jetzt den Job annehme, dann kriege ich keine 500.000 Euro Rente von der UNO im Monat. Habe ich gesagt, ja, aber wie willst du das denn bekommen? Ja, wir müssen auf jeden Fall zu einer ganz großen Anwaltskanzlei in Straßburg oder in Genf, ich weiß nicht, Straßburg, Luxemburg, Genf, ich weiß nicht, eins von denen. Und da müssen wir einen Antrag stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns das doch machen, wenn du das möchtest. Es waren sehr, 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 sehr viele dieser Stories. Er kannte meinen Vater, er kannte einfach jeden, den er gesehen hatte. Auch wenn Fans ihn auf der Straße erkannt haben, so 2, 3 Leute, die, ey Peter, können wir mal ein Foto machen? Sind wir dann weitergelaufen, hat er dann 10 Minuten später erzählt, dass er die von Metallgerüstbau von der Messe kennt und so, schon ewig mit denen, aber dann, und dann hat er dann, wenn er angefangen hat, eine Sache zu erzählen, ey, ich kenne die vom Metallgerüstbau, hat er dann angefangen, dann weiter in die Details reinzugehen. Dann war ich nämlich mit seiner Frau da und dann haben wir da ein Bier getrunken, dann kam seine Frau, hat mir zugezwinkert. So, weißt du, diese Storys gingen halt immer weiter und ich habe immer zu Peter gesagt, Peter, du wärst so ein guter Regisseur. Und ja, also was mich halt auch enttäuscht, aber ich bin 0,0 sauer gegenüber Peter, weil ich weiß, dass er krank ist. Es ist krank. Und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe mit ihm geredet, wir müssen zum Arzt. Das ging nicht. Und ich habe halt versucht, dass es ihm gut geht, dass er alles bekommt, ja, dass es ihm gut geht. Ihr habt so viel Geld gespendet und jeder einzelne Cent ist hier vermerkt und ich habe ja noch 6.000 Euro auf dem Konto und diese 8.400 Euro Miete, wenn er nicht in dieser Wohnung sein möchte, haben wir fast 15.000, 14.000 Euro, die wir Peter geben müssen. Das ist sein Geld. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Es ist nicht meins, es gehört nicht mir, das ist von euch an ihn. Und er ist jetzt weg. Ich habe gestern 2 Stunden sind wir im Auto rumgefahren. Und das Krasseste ist einfach, ja, das wollte ich euch sagen, dass er uns diese Storys die ganze Zeit erzählt hat. Allen. Also ich habe ihn ja allen vorgestellt, die mit uns waren. Er war ja nur mit uns. Er war in unserem Barbershop. Er ist rumgelaufen, wie er wollte. Er saß hinter der Kasse. Keiner von uns, keiner durfte hinter die Kasse. Kein Praktikant darf hinter die Kasse. Ja? Und er war hinter der Kasse, hat mit dem iPad alles gemacht, was er wollte. Er hat bei uns geputzt, er hat bei uns seine Sachen gewaschen, er hat bei uns den Boden gewischt. Er war ein Teil von uns, Leute. Ja? Ich weiß nicht, was passiert ist, dass er auf einmal dann Leuten erzählt, ich hätte ihn ausgenutzt oder ich will in eine Wohnung bringen, die er nicht will, in eine Müllwohnung. Leute, er war doch
er war auf der Straße, er hat eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, ihr habt doch die Wohnung gesehen. Ihr habt die Wohnung gesehen. Ich kann es verstehen, wenn er sagt, die Tür ist defekt, der Rahmen. Aber dafür die ganze Wohnung zu verteufeln, der hat ein ganz neues Badezimmer bekommen. Und das war sein Problem, glaube ich, diese Wohnung, dass er dann gedacht hatte, ich habe ihn vielleicht in diese Wohnung abgeschoben und ciao oder so. Aber wie hätte man das sonst machen können? Wenn ich jetzt weiterhin anderen Menschen helfen möchte, ich kann doch mich nicht die ganze Zeit um diese Menschen auch kümmern. Ich hab ja gesagt, wenn er irgendwas braucht, kann er mich anrufen, aber ich kann ja nicht jeden Tag zu ihm fahren, wenn ich auch eine Familie habe und noch einen weiteren Job und hier Videos drehen muss. Versteht ihr das? Und ich weiß nicht, was in ihm passiert ist. Er hat uns ja immer diese NATO-Stories erzählt. Leute, ihr müsst euren Router sofort beschützen. Wir werden hier verfolgt. Oder wir waren zum Beispiel im hinteren Raum mit Adem. Er hat immer so, kommt in die Küche im Barbershop. Hat dann die Tür zugemacht und hat dann so eindringlich auf jemanden geredet. Immer so, hör zu, du musst das so machen. Und dann hat der Adem zum Beispiel im Hintergrund in der Küche mit seiner Frau telefoniert. Der ist dann halt voll ausgeflippt. Das kann doch nicht sein, das ist jetzt schon das 3. Mal, dass du dein Handy anmachst, während wir reden. Das ist doch geplant und so, weißt du, weil er Angst hatte, dass er irgendwie abgehört wird oder so. Er ist dann auch 2 Wochen mal nicht in den Barbershop gekommen. Weil er gedacht hat, dass der Apo, unser syrischer Friseur, vergiften wollte. Wir sind immer in ein Shisha-Café gegangen, das Cocoon. Der wollte von heute auf morgen nicht mehr dahin, weil er gesagt hat, der kennt den Besitzer von damaligen Zeiten aus Trier. Und in Trier hatte der ein Restaurant, was insolvent gegangen ist. Und er hat ihn damals betrogen. Dieser Typ war noch nie in seinem Leben in Trier. Und das waren halt so Sachen, wo ich auch dann irgendwann mal ignoriert habe und habe gesagt, hey, komm, alles gut, Peter, alles gut, ja, wir gehen nicht mehr ins Cocoon, scheiß drauf, wir gehen irgendwo hin, wo du möchtest und so. Aber mehr konnte ich nicht machen. Und das Schlimme ist jetzt einfach, dass er sich anscheinend zur Aufgabe gemacht hat, draußen rumzulaufen und schlecht über mich zu reden. Er hat immer gesagt, dass er mich mag. Er hat immer gesagt, dass er den nicht mag, den nicht mag, den nicht mag, aber mich mag und mir vertraut. Und dann jetzt ist der Dank, ich kann ihm nicht sauer sein, null, aber es ist so krass, weil er so ein netter Mensch ist und wirklich diese Hilfe benötigt und jetzt einfach, der hat eine Wohnung und jetzt einfach wieder auf die Straße geht und dann erzählt den Leuten, der Bartmann hat mich abgezogen, der Bartmann hat das gemacht, der Bartmann hat alles getan, was er konnte, alles. Ich hab meine Freizeit geopfert, okay, auch mit meiner Familie und habe alles dafür gegeben. Du hilfst einem Menschen und bekommst von Leuten, die dir dann schreiben und drohen, die dir dann sagen so, ey, wir veröffentlichen Sachen. Das ist der Dank, oder was? Ja, also ich finde es einfach scheiße, dass er jetzt wieder auf der Straße ist mit dieser Krankheit. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich noch ein weiteres Video, falls irgendwas noch offen ist. Also, Peter, falls du das Video siehst, geh einfach zurück in diese Wohnung und nimm auch mal Hilfe an. Ist doch egal, lass dich doch einfach mal checken, wo ist das Problem. Und nimm die Wohnung, was willst du auf der Straße? Also Leute, Peace, ich bin raus.